Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Was ist hier los? Come back here, you dirty varmint! Ich sollte den Wasserturm überprüfen. Nein, der Wasserturm sieht super aus. Also, wie vorher. Burgess, are you all right? What happened? Logan! He came out of nowhere. I couldn't stop him. It's okay, as long as no one's hurt. Well? The coward escaped. He's gone too far this time. I'm afraid you're right, Sheriff. I think we need to face the truth. Logan is no longer the person we knew. He and his gang need to be brought in. For too long, we have allowed him to do whatever he liked because we respected his paw. But after the temple incident, the hijacked train, now with this water tower, it's just the last straw. What's wrong with that boy? Old man Howlett would have been so sad to see his boy acting such a fool. We showed those gigglers that Sandrock ain't nothing to mess with. What's a couple of podunk, two-bit crooks to brave folk like us? I say, we get a posse together and make Logan pay for what he's done. Say no more, Minister. Civil Corps with me. Let's see if we can't track down that ne'er-do-well before the trail goes cold. Hey, now, as senior officer and guy who's been here in this town way longer than your Mr. Macho protein huffing behind, I give the orders round here. But, yeah, unsure? Do what Penn said. Let's ride. Now, we need to get ourselves a new water tower in a hurry. Without it, our town can't easily access water from the oasis. The only solace I can find in all this mess is that at the very least the water tower was almost empty. Our next shipment of water ought to arrive soon. But before that... Where is that Commerce Commissioner? Right behind you, Minister. Yes. Yen, I need your guild to help our town rebuild this water tower before the next water shipment. I trust y'all can handle it? Is the sun hot? Does sand sting? Of course we can handle it. We'll also make the new water tower absolutely, positively Logan-proof. There's just one minor thing. The inconvenient matter of the bill. Of course. I'll just put it on the tab. I'll have my builders working on it by tomorrow. Hear that, builders? Oh, drat. Where'd the other one go? Go find that slacker coworker of yours and tell her to expect the job to begin first thing in the morning. Pronto. All right, folks, let's move along then. Nothing more to see here. Let's just trust in our Civil Corps that there will be no more of these incidents. Indeed, y'all. Rest assured that everything is going to turn out all right in the end. Burgess, hi. Oh, hello! Lovely day today, isn't it? And again, isn't every day lovely and fabulous, Sandrock? Kannst du dir nicht ausdenken, weißt du? Water Tower kaputt, keine Wasserreserven mehr. Heute ist ein wunderschöner Tag, oder? I've actually been meaning to tell you about something. You see, I consider a lot of people to be my friend, even if they don't always feel the same way about it. But you, I think you're my bestest friend in the whole wide world. Es freut mich, dass du so denkst. Yeah, I just know we're gonna be friends forever. Ja, das ist nicht beidseitig, weißt du? And when you're around, arm yourself with the weapon of fashion. Let Sandrock's very own Pablo take you for a pomade-fueled joyride. I feel like I can do anything. Destined
Können wir bitte dieses Kamel erschießen? So, here's my idea. If you're up for it. It's probably not news to you that sometimes out in the desert there are wild arcs roaming around. You remember arcs, right? Ich hab ferngesteuerte Wagen des Ödlands? Ich hab keine Ahnung. Oh, no, but that does sound interesting. Don't worry, I'll remind you. At-risk citizens of Sandrock! Risikobürger. You know the type. Tree choppers, cactus poachers, lunch bag stealers, litter bugs, jaywalkers, jugglers, and worst of all, water wasters. Water wasters. So, I'd like to commission from you a weapon. A weapon so powerful that it will take care of those arcs once and for all. That's right. Those arcs will be gone forever. I'd like you to get me some flowers. Burgess, hast du zufällig zu viel am Weihrauch und hast deswegen auch so einen roten Zinken? Oder warst du mit den Gummischläuchen zu lange im Bondage-Keller und man hat dir die Blutzufuhr zum Gehirn zu lange abgeschnürt? Flowers that will kill them. Wait, what? With kindness. I believe that if we show these arcs the beauty of life up close, well, there's no way they could continue to wallow in their arc-sea ways. What do you say? Ich sag, that ain't gonna work. We won't know until we try, won't we? Let me know if you want to be on board later. Ja, später vielleicht. Ich hab grad echt andere Sorgen. Finde Mian. Ja, aber sie ist doch da vorne, offensichtlich. Warum spawn ich eigentlich schon wieder mitten in der Stadt ohne mein Kamel und muss jetzt alles zu Fuß zurücklatschen? Und warum bin ich für Mian verantwortlich? Natürlich quatscht sie mit Elsie. I'm telling you, Logan's innocent. Wait, what? What? I know Logan. We practically grew up together. He was always the goody two-shoes. I just can't accept that he would do something like this. Plot-Twist Jan war's. Ja, es würde mich nicht wundern. Fände ich sogar okay. Das wäre actually sinnvoll. Weil er ja nur auf Profit aus ist. Weißt du, das ist halt so dem eigenen Unternehmen zu Reichtum verhelfen. Indem er mutwillig Schäden verursacht, dass das eigene Unternehmen dann repariert. Ja. Andererseits sagt Elsie halt auch, hey, ich kenne Logan, wir sind praktisch zusammen aufgewachsen, nur dass Logan ungefähr 10 Jahre älter ist als sie. Und Logan wahrscheinlich sagt, was, Elsie? Ja, die war so 5 Jahre alt, als ich Sandrock verlassen habe. Aber okay. Elsie, everyone saw him bomb the temple. And then the water tower. And then there's all the other stuff. I mean... Und er hat halt den Zug überfallen. Offensichtlich. I just want to be sure. Please? Also, entweder kommt da wirklich ein Plot-Twist, den man absolut nicht vorhersehen kann, weil es keine Hinweise darauf gibt, weil im Zug, also er hat definitiv mit Waffengewalt den Zug überfallen. So, das haben wir in der Videosequenz gesehen. Oder Elsie ist halt wie üblich einfach nur 150% lost. Alright, what can I help you with? See, I don't think he did this without reason. I Das want to ist take a was look at anderes. his house, which is right here, and do some hands-on investigating. For the truth. Es ist was anderes zu sagen, er hat es nicht getan oder er hat es nicht ohne Grund getan. Ja, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Das ist so, als würdest du sagen, ich hasse Schokolade oder ich mag keine Schokolade mit Nüssen. Das sind 2 grundlegende Sachen. 2 verschiedene, weißt du? Ich töte Menschen und esse Hände. Das sind 2 verschiedene Dinge. What do you need me for? Because? Cause you're smarter than me, okay? Don't sell yourself short, Elsie. Oh, don't try to be nice, Mian. I'm dumber than a box of rocks. We Ja. all know it. The only Ja. way we're gonna learn all the facts is if I can get your help. Ja.
I do want to help, but I don't think we can just walk So in. we're in agreement then. Hey, keep it down. You trying to get us in trouble? Oh, shoot. Move along. You didn't see nothing. Ja, ich habe nichts gesehen. Tschüss. Nein, was macht ihr zwei da? I guess we're breaking into Logan's house to look for clues as to why he went off the deep end and blew up the temple. And we're gonna prove Logan's innocent too. Nein. Yeah, sure. Hey, why don't you join us, Elsie? I think we could use one more member of the team who's, Ein kompletter Joker? Say, that is you two at sea, ain't it? The strong, silent type. Plays by their own rules. All right, you made your point. You're in. But I better not hear about you squealing. Especially not to my pa. Also würde ich deinem Vater irgendwas sagen. well, then, shall we? The sooner we get through this, the sooner I can fix that window. Ja, aber der Water Tower. Hunker in, you two. Spread out and look for clues. Ich... Cool, das war halt einfach nicht der Plan, den ich für den Tag heute hatte, aber okay, dann brechen wir jetzt wohl in Logans Haus ein. Warum auch nicht? Aren't you gonna do anything? I already came in here a while back. I didn't find nothing. That's where y'all and them higher education brains of y'all's come in. What? Alright. Let's look around then. Können wir bitte einfach Elsie zerlegen? So in den Recycler werfen? Hey, what's this? Oh yeah, I've seen everything over there. Bunch of lame junk. No, Elsie, this is a clue. Huh? No way. Yes, way. Take a look. Ja, das sind offenbar seine Eltern. Werde ein Detektiv. Interagiere mit den Hinweisen, um Ermittlungsoberfläche zu öffnen. Finde die hervorgehobenen Gegenstände für eine genaue Untersuchung. Du kannst alle Details des Gegenstandes sehen, indem du ihn drehst. Nutze dies, um alle relevanten Hinweise zu finden. Informationen aus Hinweisen können wiederholt werden. Wenn du einen Hinweis erhältst, wird dein Fortschritt in der oberen rechten Ecke aktualisiert. Okay. Die Initialen der Verlobten und das Jahr der Heirat. Ah, das ist ein Plus. Okay. Aber, hä? Warum? Aber ich habe doch jetzt 1 von 6. Ach so. Das sind gleich 2 Hinweise. Okay. Offenbar 3. Sag mal. Ach so, ich habe jetzt allein an dem Dinget hier irgendwie 6 Hinweise, ja? Sieht aus wie Owen, als er ein Kind war. Der Mann sieht aus wie der Gastgeber. Das Foto wurde in 2 Teile gerissen, haben sie sich getrennt. Okay, wow, wir müssen allein 6 Hinweise an dem Dinget finden. Gosh, I hardly recognize anybody in this photo. Is that Logan's pa? And that's probably his ma. How come I've never heard anything about her? Weil du erst seit 2 Monaten hier wohnst und Logan da schon weg war und alle Logan doof finden? Sorry to interrupt, but how does this prove Logan's innocent? Everything we find here is a piece of the puzzle. Every object tells a small part of a bigger story. Also, Logan is not innocent. I would really give that one a rest. However, learning the motives of everyone involved brings us closer to the truth. And there's one person in this photo who will be able to tell us all about what happened at this wedding. Jan. Huh? Our boss? He told you to come tell me about the water tank?
Hey, come on. Let's stay on task. Who do you think could give us more info about this photograph? However, learning the motives of everyone involved brings us closer to— Exactly. Owen is here in the background of this photo. He was there. He must know more about Logan's past. Her first clue. This photo is so old, I ain't even born yet. Hardly recognize anyone on here. Well, I've brought my camera. Why don't I start taking photos of anything we find that's interesting? I can mail copies to you guys, then later we can ask people in town about what we find. But, try to be subtle. We're not supposed to be in here. All right, let's spread out and keep looking. Ja, wir machen Fotos von hier drin. Sie macht Fotos, schickt uns Kopien und dann befragen wir Leute zu den Bildern. Aber wir sollen das sehr vorsichtig machen, weil wir dürfen nicht hier drin sein. Aber dann macht es halt auch gar keinen Sinn, wenn wir Leuten Fotos von hier drinnen zeigen. Just saying. Weil... Duh. Oh boy. Medizinische Bücher über Infektionskrankheiten. Logans Notizen schmücken die Ränder. Wahrscheinlich ein Rezept, das von Dr. Fang geschrieben wurde. Auf der Kappe steht irgendwas, was ich nicht zu Ende lesen kann. Cool. Darf ich es bitte nochmal? Ich darf es nicht nochmal lesen. Cool. Ja, ich habe hier überall das Lupensymbol, aber die medizinische Beschreibung sieht sehr professionell aus. Voll von unverständlichen Wörtern. Ich kann gerade mal ein paar Wörter erkennen, die mit Infektionskrankheiten zu tun hat. Bekritzelter Zettel mit einer Adresse mit den Worten Dr. Alan Carter. Okay. Das und ähnelt sich sehr. Okay, krakelige Notizen. Howlett? Who could that be? Eine Art. Was? Keine Ahnung. Precisely. No doubt. The builder deduced this from the torn photograph and the initials H and C. H for Howlett. Okay, ja, macht. Weißt du, es wäre halt sinnvoll, also es wäre halt einfacher, diese Schlüsse zu ziehen, wenn man halt mehr als 3 Sekunden hätte, die Beschreibungstexte zu lesen. Bei den Infos. Or someone just asked pretty much anybody in town. Everybody knows Logan's pa's name. I thought y'all were just playing around. Yes, of course. Anyway, why is Logan interested in medicine? Somehow I don't see him as the type to shift from monster hunter to doctor. Why did he need to consult a doctor anyway? Well, despite the indecipherable handwriting, I can decipher that Dr. Fang probably wrote this prescription. Let's ask him about it later. Okay, wir werden auf jeden Fall noch die Quest kriegen, dass wir halt zig Leute nach irgendwas fragen müssen. Okay, offenbar müssen wir aus dem Raum raus, habe ich verstanden. Wir müssen wahrscheinlich auch in dem Raum weitermachen, wo die beiden sind. Logans Waffenständer. Jede Waffe scheint ihren gerechten Anteil an Aktionen erlebt zu haben. Ihren gerechten Anteil, ja. Schwert wurde schon lange nicht mehr benutzt. Es ist noch scharf. Das sieht nicht so aus, als wäre es noch scharf, aber okay. Brustplatten, Kniescheiben und so weiter sind alle verfügbar. Auf einigen Rüstungsteilen steht was, was ich nicht lesen konnte. Schade. Offensichtlich, dass hier eine Waffe platziert wurde. Der Länge nach zu urteilen war es etwas, was ich nicht zu Ende lesen konnte. Danke. Brustplatte, okay, das Blutflecken. Der Länge nach zu urteilen ein Dolch, okay. This must be Logan's pa's equipment. And Logan probably took the missing dagger. That's the only explanation that makes sense. What do you think? Das war einfach. I
suppose maybe reading detective stories and actually being a detective are pretty far removed. I didn't think this one needed figuring out. So they had some fighting gear. So what? Newsflash, they were monster hunters. Monster hunters who had their weapons forged by Hugo. Look at that insignia. I'll get you a picture of the equipment later. Can you go and show it to Hugo? Maybe he can tell us more about the father-son pair. Oh Gott, das wird alles ewig dauern. So, wo darf ich jetzt nach Infos suchen? Hier. Es scheint, als hätte Logan tatsächlich einen Plan gehabt, um seinen Vater zu retten. Leider hätte kein Plan ihn je auf das vorbereiten können, was uns allen passieren würde. Der Kirchentempel ist als besondere Sehenswürdigkeit in Sandrock markiert. Grundriss von Sandrock, die Routen ermöglichen es, alle Bewohner zu umgehen. Das Saloon ist grün umkreist. Vielleicht haben sie sich hier getroffen? Auf der Rückseite ist nichts. Wichtige Punkte im Dorf markiert. Sieht aus, als würde irgendwas im Dorf nebenan liegen. Ist das ihr Ziel? Scheint, dass zwar in einem Plan eingezeichnet war, aber sie wurde weggeworfen und das Papier zu einem Knäuel zerknüllt. Also Plan verworfen? This is an action plan for the bombing of the temple. Wow. I feel we found a key clue. But why does the plan feel like it's been rejected and changed? This is all a bunch of malarkey. Logan would never come up with no plan. And certainly not a plan with no revisions. He just does whatever his heart tells him. Elsie, you're a genius. Huh? I am? This map gives us a clue about Logan's... Impulsivität? Exactly. I can see it now. It's the wee hours of the morning. Haru, Logan's right-hand man, is scribbling madly on this map, begging Logan to see reason. No, Haru. I'm a mean bandit guy and I do whatever I want. Logan snatches Haru's plans right out of his hands, crumples them up and throws them onto the floor. We're bombing the temple and that's that. Hey, wait a sec. You just made all that stuff up. That'll prove a dadgum thing. Ja, aber es ist eine Theorie. Yes. Everything I just said was pure conjecture. I suppose I could be wrong about everything. I guess they could have crumpled up that map for any number of reasons. This does give me another idea, though. Logan's attitude towards the church. I think it would be worthwhile to ask some of the pastors what their view on all this is. Überraschung. Wir haben 4 Hinweise von 7 und müssen 4 Leute befragen. Ob wir am Ende wohl 7 Leute befragen müssen? Ist hier irgendwas, was wir uns angucken können? Ah, hier waren wir, ne? Ja, okay. Wir können das Bild angucken. Ein Foto von Howlett und einem jungen Logan. Hinter ihnen sind die Überreste eines großen Monsters zu sehen. Eines von vielen, die es gewagt haben, sich mit dem legendären Monsterjäger anzulegen. Ja, das zählt aber nicht als Hinweis. Das ist einfach ein Foto von Howlett und seiner Ehefrau. Sie gehen Hand in Hand durch einen Sandsturm und verlassen sich aufeinander. Wenn dieses Foto noch hier ist, haben sich vielleicht die Erinnerungen an solche Gefühle noch nicht völlig aufgelöst. Einige von Harus individuellen Kreationen sind auf dem Arbeitstisch zu sehen. Parfüm, Hautcreme, alles Bestseller bei den Treppen. Das sind Gesichtscremes, Parfüms, Seifen, andere Artikel in kruden, handgefertigten Schachteln. Rezepte für viele Dinge des täglichen Bedarfs detailliert aufgeführt. Flaschen und Dosen mit Zutaten, von denen die meisten aus Pflanzen gewonnen wurden. Hey, I know some of this stuff. Isn't this RVO's 100% organic Sandrock skin cream? And is this a recipe on how to make it? You use beauty products? Yeah, so? I just always thought... Anyway, the products here are all unique to RVO's store. I kinda wanted to make some for myself, but he said they were all trade secrets. You're telling me Logan came up with the recipes? Course not.
Logan wouldn't concern himself with such meaningless pursuits. The nerd you seek goes by the name of... You got it. But, wait, why is this important again? It means Arvio got these recipes from Haru, which means Arvio might know something. The more we learn, the more tangled things become. Logan and his friends seem to be talented people, and now they're putting those talents to use in the wrong place. Let's ask Arvio what he knows. I don't think he'll be able to claim these as trade secrets anymore. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich von der ganzen Sache halten soll. Ich finde es halt einerseits cool, dass wir halt so ganz viele Spuren kriegen und halt Logan nicht einfach nur, also vermutlich nicht einfach nur so der Bad Guy ist, um der Bad Guy zu sein, sondern vielleicht tatsächlich einen richtigen Character-Arc bekommt. Das wäre halt nice. Andererseits ist es halt auch so, ey, ich werde gerade zu dieser Detektivmission gezwungen, obwohl wir halt um 12 Uhr die Eröffnung von irgendwas heute haben und der Wasserturm kaputt ist. Was gerade beides irgendwie dringender ist, weil Hinweise im Haus suchen und Leute befragen können wir halt auch nächste Woche noch theoretisch. Es ist halt irgendwie... Also eigentlich ist es ein cooles Element, nur die gezielte Platzierung, die ja einfach hier, also die muss ja Mainquest-mäßig direkt nach der Zerstörung des Water Towers kommen, es geht ja nicht anders, ist einfach seltsam platziert. Aber okay, I guess. So, Harus Werkbank. Handgefertigte Zündschnur mit einer unbekannten Substanz bedeckt. Es werden Methoden gezeigt, bei der chemische Dünger und Schießpulver verwendet werden, um Bomben herzustellen. Ein Teil des Zünders ist mit einer Schicht bedeckt, die Sauerstoff produzieren kann, damit das Brennen der Zündschnur nicht unterbrochen werden kann. Etwas Schwarzpulver in einer Flasche. Wenn du näher herankommst, ist es etwas beißend. Sieht aus wie eine Ummantelung einer kleinen Bombe, von Hand gemacht. Die Verkabelung sieht sehr sorgfältig aus. Was für eine Verkabelung? These small bombs are meticulously crafted. The fact that they're made from everyday objects show that whoever made them had a good understanding of chemistry. Gosh, the standard of villainy really is pretty high around these parts, huh? Based on what I've heard about Logan, something like this is too sophisticated for him to have crafted himself. He must have someone really clever working for him, or backing him. Who's someone in Sandrock who does a lot of fighting? Someone who might know who's been setting Logan up with these improvised bombs. Bingo! Penn also, okay. Penn's seen his share of fights. I'm sure he'll know where Logan's been getting his bombs from. So, Zeichnung an der Wand. Aber welche Zeichnung denn? Und an welcher Wand? Die hier? Nee. Ah, die. Eine Zeichnung von dem jungen Logan, Haru und Jasmine. Zwei junge Männer mit silbernen und blauen Haaren, wahrscheinlich Logan und sein Partner Haru. Die Zeichnung zeigt die beiden mit einem kleinen Mädchen, das einen Teddybär-Rucksack trägt, vermutlich Jasmine. Eine kleine Jasminblüte, die übliche Unterschrift von Jasmine. Oh, what a lovely picture! Looks like it was drawn by Jasmine. Okay, now y'all are playing around. What's a kid's drawing got to do with any of this? Well, obviously, it shows us that, Jasmine nicht zeichnen kann. Jasmine in der Gang ist. Nein, Logan sehr beliebt war. Keine Ahnung. I think so as well. If Jasmine was friends with Haru and Logan, I mean, they can't be that bad, right? When you like somebody and they do something to hurt you, that makes you double mad. That's why everyone wants to bring Logan in. I think you're right, Elsie. Can you go talk to Jasmine later? Maybe she knows something we've overlooked. Well,
We searched everywhere, dusted every corner, and looked in every nook and cranny. And we came up with diddly squat. It's a bunch of chicken scratch. Aw, phooey. Had me going there for a second. Well, who knows? This could be exactly the break in the case we were looking for. The bombs, the medicine, Haru and Logan's past. It's all connected somehow. I just can't figure it out yet. What's your take on all this? Es gibt noch etwas zu entdecken. I don't know, partner. I think I need to take a breather. We've been doing this investigating thing forever. Let's give Mion some time to ponder on these here photographs, and perhaps we might reconvene at a later date. Oh, okay. Thanks again for believing in me. Sorry I made you guys do all this. I still think Logan's a good guy, though. I hope you're right, Elsie. I know your heart is in the right place. And hey, don't talk like it's over. Maybe there really is something more we can do. All right, gang. Check your mailboxes for updates. Let's all head home. Okay. Aber offenbar wieder durch das Fenster. Okay. That was exhilarating. I never thought I'd... Hey guys, hanging out in front of Logan's old house, I see. Quick, say something Say smooth. the word and I'll take him out. Wir waren gerade dabei, das Fenster zu reparieren. Oh yeah, you gotta do that. That's just one of the many things I admire about you guys. Always a keen eye for what needs to be done around here. Well, see ya. Whew, that was a close one. Nice work. All right, let's split up, gang. I'll provide updates for everyone via the mail. Check your mailboxes. Cool. Und was ist jetzt mit dem Water Tower? Ich meine, der muss ja immer noch... es hat zumindest keine Tageszeit verbraucht. Also es ist jetzt immer noch 7:40 Uhr. Okay. Immerhin. Aber was denn jetzt mit dem Water Tower? Also... Howdy. Also... Aber dafür haben wir jetzt auch einfach keine Main Quest mehr, ne? Water Tower ist jetzt halt so, naja. Wen juckt's? Ist er halt kaputt. Schade. Manchmal check ich dieses Spiel nicht, ne? So, hi. Thank goodness it's here. Let's see the result. The taste is wonderful. Apropos, habe ich noch Kaffee? I feel brain caffeinated, concentration maxed out, work engaged. Now, where was I? Satellite analysis. It's like calculating elliptical movements using integrals. Cancel out this, introduce auxiliary variables, then plug it into this formula. So the integral constant here is also the time where it passes periastron. The vector expression of the spacecraft is the same as the elliptical trajectory. That is to say... Aha! You must be fascinated too. How selfish of me to keep all this beautiful science to myself. Come, take a look. Ich wollte nur mal vorbeischauen. I understand. You wish to observe my work, correct? Good, good. Learning through thorough analysis and practice is always efficient. This equation represents the... Now, I'm sure you... For now, Quatsch mich bitte doch einfach nicht forget it. voll. The acceleration caused by solar wind, surface to mass ratio... Das ist halt so, okay, ja, ganz nett. Ich habe verstanden, was seine Phase ist, aber quatsch mich doch bitte nicht
20 Zeilen lang mit irgendeinem pseudowissenschaftlichen Gibberish voll, der einfach null Relevanz hat. Gs Tagebuch. Es ist ein dickes Tagebuch, das 10 Jahre alt ist. Die letzten Seiten sind vollgekritzelt und kaum noch lesbar. Es gibt Zeichnungen. Ist das ein Roboter, der gegen einen Gila kämpft? Es muss sich um eine Art Studie handeln. Ich meine, ja, der Charakter ist so drauf, aber manchmal wünschte ich mir, er könnte einfach nur sagen, hey, damit ich weiterarbeiten kann, könntest du mir mein Tagebuch bringen? Das wäre nett. My journal! Where did you find it? So much of my research is now returned. Thank you. I highly appreciate it. Das reicht doch völlig. So, das ist doch fein. So, den Auftrag hätte er mir doch genauso geben können. So, du läufst noch 3 Tage, das ist auch fein, das kann so bleiben. Da will ich jetzt keine extra Discs reinwerfen. Okay. Oh boy. Falsche Seite. Alright. Dann gucken wir doch mal, was hier noch so an Aufträgen am Start ist. Liegt hier schon wieder Müll rum. Ist das nicht Mord auf diesem Foto? Ich sollte das zu ihm bringen. Haben wir tatsächlich schon wieder 2 Fotos für Mord. Naja, Jan schwer bei der Arbeit, den Wasserturm zu reparieren. Er guckt sich seinen leeren Schrank an. Bester Mann. Oder haben wir hier jetzt einfach 2 Kupfertöpfe? Inzwischen sollte das machbar sein, glaube ich. Ich glaube, wir hatten 3 Schalltafeln. Gegerbtes Leder ist halt no way. Ich nehme an die beiden an, der Rest ist mir gerade ein bisschen zu risky. Wir haben einen Vorsprung von 700 Punkten ungefähr. Waren es gestern 600? Haben wir Progress gemacht? Ich meine, der Monat ist nur noch 4 Tage lang mit heute. Schauen wir mal. Gott, wir brauchen viel mehr Kupferbarren, aber es müssten auch eine Menge Kupferbarren fertig sein. Yes, ja. Und wir haben Post und wir haben Trash und wir haben so viel zu tun und in knapp 2 Stunden ist die Eröffnungszeremonie. Oh mein Gott. Okay, wie sieht's hier mit Brennstoff aus? Du bist good to go. Okay. Du machst gerade gar nichts, dann mach doch jetzt einfach mal Gummischrott. So, Kupfertöpfe. 2 Stück. Schalltafeln brauchen wir was? Gummischalen und Kupferdrähte. Oh, scheiß Gummischalen, ne? Das ist auch irgendwie so eine Sache, die wir gefühlt ständig brauchen. Und wir brauchen dann noch einen Kupfertopf. Stelle ich gerade fest. Können wir noch mehr Gummischalen herstellen? Ja. Let's roll. Du bist fertig. Und hast tatsächlich eine Menge Blutstein und Quarz hergestellt. Nice. Dann mach das doch einfach normal. Das ist tatsächlich ganz angenehm. Oh, haben wir keine Kupferbarren? Ihr wollt mich doch verarschen. Nein, du sollst das hinzufügen einfach. Kann ich das nicht? Danke. Warum ist das denn manchmal so umständlich? Okay. Okay. Bronzestangen. Marmorplatten sind hier fertig.
brauchen noch... Oh Gott, wir brauchen noch mehr Gummischalen. Wir können nicht noch mehr Gummischalen machen, wir haben nicht genug Gummi. Aber du machst Gummischrott, ne? Okay. Ja, wird schon irgendwie. Es wird alles gut. Ich glaube ganz fest daran. Dich hatten wir aufgeladen, ne? Ja, wie sieht's hier aus? Oh, du hast keinen Brennstoff mehr, alles klar. Du bist wahrscheinlich auch kurz vor knapp. 10. 11:43 Uhr. Wir müssen total hinten zu dem Jagdmüll rennen, ne? Die Opening Ceremony ist ja wahrscheinlich auch hinten irgendwo. Also halt. Was sagt die Quest? Ich gehe da mal hin, ne? Das wird ja dann da sein, vermutlich. Sind wir zwar ein bisschen spät dran, aber... Warte auf die Eröffnungszeremonie. Ist sie nicht hier? Oder ist die jetzt tatsächlich morgen? Ich meine, da steht halt die ganze Zeit morgen. Ist sie nicht heute? Ich jogge da jetzt mal hin. Also sind wir zwar eine Stunde zu spät, aber was soll's. Wir haben aber auch keine Erinnerung bekommen, ne? Okay, weird. Also manchmal weiß ich auch nicht so ganz, was das Spiel von mir möchte. Aber nun gut. Dann, also entweder haben wir es verpasst oder es ist halt nicht heute. Und es verschiebt sich halt aufgrund anderer Quests dann immer mal wieder einen Tag. Okay, dann gehen wir wohl mal zurück. Und gehen wir nach Hause. Und warum seid ihr denn leer? Oh, Wasser? Haben wir ein Wasserproblem? Ja, schade. Ich wusste, dass das irgendwann kommen würde. Müssen wir mal gucken, ob wir noch Wasser kaufen können, jetzt wo der Wasserturm kaputt ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich einfach nicht. Apropos Wasser, es tut mir leid, aber ich muss einen ganz kurzen Break einlegen. Ich bin so in 2 Minuten wieder da.